Max Klante Pferdewetten-Gewinnsystem Systemerklärung live narred bei Selzer-McKenzie Autor Dr. D. Selzer-McKenzie YouTube. Heute ist Dienstag, der 12. März 2019 und ich komme gerade aus dem Wettbüro, habe dort kräftig gewonnen, möchte aber trotzdem jetzt hier einmal die Spielweise des Weltsystem des legendären Max Klante an einem praktischen Beispiel darstellen. Ich habe nach diesem System heute auf das Pferderennen in Manchontilly um 14:22 Uhr, dem Prix de la Queure du Renard, gewettet. Zunächst möchte ich kurz die Daten der dort beteiligten 11 Rennpferde benennen. Erstens Checkpoint Charlie mit einer letzten Gewinnsumme von 28. 1 Durchschnittszeit von 1,5647. Zweitens Shiloh mit einer letzten Gewinnsumme von 55. 1 Zeit von 2,0707, als drittes Fadawa mit einer letzten Gewinnsumme von 28. 1 Zeit von 2,2892, als viertes Petit Fils mit einer letzten Gewinnsumme von 40. 1 Zeit von 2,0658, als fünftes Spirit of Nelson mit einer letzten Gewinnsumme von 55. 000 und einer Zeit von 1,75029, als sechste Broderie mit einer letzten Gewinnsumme von 50. 1 Zeit von 2,0628, als siebtes Impulsiv mit einer Gewinnsumme zuletzt von 35. 1 Zeit von 1,2851, als achtes Imperator mit einer letzten Gewinnsumme von 28. 1 Zeit von 1,6116, als neuntes Cherisi mit einer letzten Gewinnsumme von 19. 1 Zeit von 1,5928, als zehntes Money Sister mit einer letzten Gewinnsumme von 55. 1 Zeit von 1,2488, als elftes Seabrose mit einer letzten Gewinnsumme von 55. 1 Zeit von 1,2492. Die Forecast waren wie folgt: das Pferd 1 mit 110, das Pferd 2 mit 100, das Pferd 3 mit 38, das Pferd 4 mit 69, das Pferd 5 mit 110, das Pferd 6 mit 270, das Pferd 7 mit 100, das Pferd 8 mit 240, das Pferd 9 mit 47, das Pferd 10 ohne Forecast und das Pferd 11 mit 38. Neue Daten. Diese Daten sind natürlich für Sie sehr wichtig, weil sie in dem System zum Ziel berechnet werden müssen, um 2 bis 3 Pferde als Siegpferde auszuwerten bzw. auf deren Sieg zu setzen. Wenn Sie es nachvollziehen, werden Sie feststellen, dass hier 3 Pferde als Siegpferde in Frage kommen, und zwar das Pferd Nummer 3, was ja auch die niedrigste Forecast von 38 hat, dann das Pferd Nummer 1, welches ein Forecast 110 hat, und das Pferd 6, welches ein Forecast von 270 hat. Im Verhältnis zu den anderen Pferden, außer vielleicht zu dem Pferd Nummer 8, ist der Forecast für das Pferd Nummer 6 relativ hoch, sogar der höchste für alle Pferde, aber Sie müssen sich eben an die Berechnungen halten, die durch die kurzen Berechnungen des Systems als Siegpferde grundsätzlich ausweisen. Ich habe also auf Sieg, und zwar auf 3 Pferde, gewettet, so wie es das System auch vorgesehen hat, nämlich auf das Pferd 1, das Pferd 3 und das Pferd. Bei dem Pferd 6 hatte ich etwas Bauchschmerzen, denn das Pferd hatte am 6. Oktober 2018 zum letzten Mal an einem Rennen teilgenommen und bisher immer nur die Plätze 43 und 1 belegt, und vor allen Dingen eine sehr hohe Zeit von 2,0628. Nach dem Papier waren andere Pferde grundsätzlich siegreicher einzustufen, und das ist ja auch so von den Pferdewetten alles so gesehen worden, weil die Forecast bei 270 gelegen hat, und nur dann kam als zweitgrößter Forecast das Pferd Nummer 8 mit 240. Aber Ihre Berechnungen bzw. hier meine Berechnungen sagen eben nach den Vorgaben des Systems von Max Klante, dass die Siegwetten hier exakt nach dem und seinem System auf die Pferde Nummer 1, Pferd Nummer 3 und Pferd Nummer 6 gesetzt werden sollten. So, und nun startet pünktlich um 14:22 Uhr auf der Rennbahn von Chantilly das Rennen über 1800 Meter, welches mit einer Gewinnsquote von 28,0 für den entsprechenden Pferdestall ausgeschrieben war.
und es kam schon von Anfang an so wie es berechnet worden ist, obwohl eigentlich von den 3 von mir gewerteten Pferden, die auch die Systemberechnungen ausgeschrieben haben, das Pferd Nummer 6 war von Anfang an in Führung und hat bis ins Ziel diese Führung auch gehalten, und das Pferd Nummer 6 hat tatsächlich auch gewonnen. Das Pferd mit dem höchsten Forecast und mit den schlechtesten Daten gewinnt hier ein Rennen gegen andere Pferde, die eigentlich haushoch höher einzuschätzen waren. Ich habe mich ja ganz exakt an die Daten gehalten, diese berechnet, und dann kamen eben die 3 zu setzenden Pferde heraus, und es ist nun so gewesen, dass hier zufälligerweise das Pferd gewonnen hat, welches grundsätzlich die schlechtesten Daten hat. Aber dadurch war natürlich die Siegquote relativ hoch und ich habe kräftig gewonnen. Pferderennen sind ja immer irgendwo auch ein Glücksspiel, aber es lohnt sich eben hier nach dem Pferdewetten-System von Max Klante zu setzen. Ich habe mir ja aus der Hinterlassenschaft des verstorbenen Max Klante die Unterlagen und seine Aufzeichnungen gesichert und alles in einem PDF-Dossier auf meine Internetseite gestellt, wo Sie es auch kostenlos herunterladen können. Ich habe ja dieses Pferdewettensystem auch als Roulette-System umfunktioniert und dort ebenfalls kräftig gewonnen. Wenn Sie also Pferdewetter sind, dann sollten Sie auf den Rennbahnen dieser Welt, die Sie ja alle in örtlichen Wettbüros wetten können, nach der Systematik und dem Weltsystem von Max Klante wetten. Max Klante hat ja in den 1920er Jahren auf den Pferderennbahnen Hoppegarten und Mariendorf in Berlin Millionen mit seinem Pferdewettensystem gewonnen, bis man ihn dann auf einmal für die Rennbahnen Hausverbot erteilt hatte, weil er einfach zu viel und immer gewonnen hatte. Er hatte ja Millionen gewonnen, wollte Milliardär werden, hat sogar in Berlin Mitte ein Café mit einem Totalisator eröffnet und sogar auch in Sachsen, in einem Polizeirevier. Und in diesem sächsischen Polizeirevier haben die Bullen gezeugt wie die Wilden und sind alle reich geworden. Max Klante hatte gelebt wie Gott in Frankreich, er war eigentlich nur ein kleiner und scheinbarer Typ von 1,70 Meter und sah auch nicht sonderlich gut aus, hatte aber mehrere Frauen, die schönsten Frauen von Berlin, und er fuhr auch 2 Autos, ganz exklusive Fahrzeuge, einen Mercedes SSK und einen Horch, was sich damals nur die Reichsten der Reichen erlauben konnten. Alles das hat Max Klante mit seinem System auf den Pferderennbahnen Hoppegarten und Mariendorf in Berlin gewonnen. Aber dann kam auf einmal das Hausverbot, er musste das irgendwie anders weitermachen, wollte dann aber unbedingt Milliardär werden, weil ihm das Leben als Millionär nicht mehr so gefiel, und das war natürlich sein Verhängnis. Es mit seinen Einsätzen größenwahnsinnig geworden und dann ist alles zusammengebrochen. Max Klante war kein Hasardeur, sondern ein ganz kluger Spieler bzw. Pferdewetter, der einzelnes System zusammengebastelt hat, was enorme Gewinne gebracht hat. Und wenn Sie das System kennen, dann werden Sie das selber sagen, das System ist sehr gut, man kann vielleicht damit nicht Milliardär werden, aber man kann damit Millionär werden. Max Klante war ja in Wahrheit nur ein kleiner Bürstenmacher aus Breslau, der in Berlin auf den Pferderennbahnen von Hoppegarten und Mariendorf seine Millionen gemacht hat. Max Klante war in den 1920er Jahren in der Weimarer Republik der Superstar, nicht nur in Berlin, sondern von ganz Deutschland, und er hat auch mit dazu beigetragen, dass die 1920er Jahre heute als die goldenen 20er Jahren bezeichnet werden. Max Klante hatte sehr viele seiner Mitbürger an seinem Gewinnen teilhaben lassen, ja, er hat sein System sogar in Berliner Zeitungen komplett veröffentlicht, damit auch andere auf den Rennbahnen von Hoppegarten und Mariendorf in Berlin ihre dicken Gewinne machen können. Klante ist ja später sogar wegen Steuerhinterziehung vor dem Strafrichter gelandet, und im Gerichtssaal sind Tausende von Berliner Bürger erschienen und wollten ihm ihr Geld anvertrauen, damit er damit auf den Rennbahnen für sie das Geld vermehrt. Max Klante hatte also eine ganz enorme Reputation in der damaligen neuen Zeit und der Weimarer Republik. Ich würde Sie vielleicht nochmal bitten, schreiben Sie doch mal an ARD oder ZDF, die könnten doch mal ein Dokumentar-Fernsehspiel oder Fernsehfilm als Dokumentation über Max Klante machen, das wäre heute sicherlich auch für viele interessant, auch wenn Klante schon seit über 60 Jahren tot ist.
Aber ARD und ZDF machen ja so viel Dokumentar-Fernsehspiele bzw. Dokumentar-Fernsehfilme über so viele Leute aus den 20er Jahren, wie Albert Einstein und so weiter. Dann könnte der Mann doch auch mal einen hochinteressanten Spielfilm als Dokumentationsfilm über den damals großen deutschen Star, dem Wettkönig Max Klante, machen. Abschließend möchte ich nochmal darauf hinweisen, das komplette Systemdossier können Sie auf meiner Internetseite als PDF-Datei kostenlos herunterladen. Ich bin sicher, das wäre auch im Sinne von Max Klante, dass alle Pferdefreunde sein System auch heute noch anwenden und kennen sollten.